Ready? Kamera läuft. Und bitte. Und bitte. So, liebe Leute, es ist wieder Mittwoch. Und was ist mittwochs, außer, was gibt es mittwochs sonst noch so? Kommt was Spezielles noch mittwochs? Ich weiß nicht. Frag Franz. Wir haben Mittwoch und Frag Franz ist wieder am Start. Ihr habt gefragt, ich antworte. Und wie immer hat der Bank Fragen rausgesucht und ich lese die vor. Und dann werde ich die nach bestem Gewissen beantworten. Los geht's. So. Vom Dino. Ab wann lohnt es sich denn 102 Oktan zu fahren? Ich fahre einen. Ab wann lohnt sich denn 102 Oktan? Was sag ich überhaupt? Ich lese das ganz anders vor, als was steht. Ich fahre einen Saab 9.3, 2 Liter T mit 154 PS und einen Mazda MX-5 NB1.6 110 PS. Beide bekommen Super Plus. Ist das nicht ausreichend? Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ausreichend, Super Plus da rein zu tanken, aber je mehr Oktan, desto sauber die Verbrennung, desto besser die Verbrennung, desto mehr Leistung und desto weniger Verbrauch. Also grundsätzlich bei jedem Auto empfehlenswert 102 zu tanken. Wir tanken bei unserem Polo GTI zum Beispiel seit Anfang an 102, der läuft wie Hölle, ehrlich. Und ja, läuft und läuft und läuft. Also 102 würde ich generell immer empfehlen. Also ich tanke nur 102, egal bei welchem Auto, außer Diesel natürlich. Ne? So, weiter geht's. Von Hallo Hallo. Was hältst du von einer anderen Ansaugung beim 2 Liter TDI 140, 170 PS CR oder 150, 184 PS von HG Motorsport? Also die Ansaugungen, die wir meistens verbauen wir HG Motorsport. Eigentlich. Also ich finde die Ansaugungen sehr, sehr gut. Auch messbare Leistungssteigerung, ne? Also wenn man nur die Ansaugung verbaut. Natürlich damit eine Optimierung kann man darauf dann auch optimieren, das mache ich auch immer. Das heißt, wenn eine Ansaugung drin ist, optimiere ich da auch ein bisschen anders und kann man noch mehr Leistung fahren. Also ich finde die Ansaugung von HG Motorsport gut, halte ich sehr viel von. So, von DSFM Maurice. Hi Franz, wie findest du den Motor im Audi TT 8N Quattro, kleine 180 PS, 235 PS Version, zum Beispiel AJQ? Der soll durch Kennfeldoptimierung um die 220 PS und viel wichtiger um die 330 Newtonmeter Drehmoment haben. Ich finde den Motor ganz gut, den gab es ja als 150 PS, 180 PS, dazu 25 PS. Kann man optimieren, Tuning, klar, machen wir auch. Ist ein altbekannter, altbewährter Motor, ne? Die laufen und laufen die Dinger. Also ich kenn TTs, die haben tatsächlich 250, 260.000 Kilometer auf der Uhr und laufen einwandfrei. Oh, das ist eine Crosswalk Brakeman. C63 AMG 507 oder M2 Competition. Von der Leistung und dem Preis sind die ja fast gleich. Kannst du nicht miteinander vergleichen. Kannst du nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Autos. Der C63 507 ist doch so ein richtiges Männerauto. V8 German Muscle wird es so nie wieder geben mit so einem Motor und so einer Karosse. M2 Competition ist einfach ein rundrum geil gebautes Auto. Ist je nachdem, was du damit machen möchtest, ne? Aber gibt es keine Antwort drauf. Muss man so abwägen. Ne? Ja, genau. Chris YT. Mich würde interessieren, ob es bei einer Stufe 2 Probleme mit der TÜV-Eintragung gibt, beziehungsweise zum Beispiel bei einem 2 Liter TFSI. Liebe Grüße. Gut, TÜV-Eintragungen bieten für die Leistungssteigerung nicht an und die Stufe 2 ist ja quasi nur die Kombination mit der Downpipe. Ja, das heißt, wenn die Downpipe ein EWG hat, no problem. Oder ein TÜV-Teilgutachten, was man eintragen lassen kann, no problem. Dare Care Amstaff. Du hast da bestimmt einen American Staffer, oder? Hast du einen? Mercedes W204 C350 Facelift 306 PS V6 Sauger. Was kann man da an Leistung machen und Newtonmeter und wie sind die Motoren? Bis top, beste Tür weiter so. Vielen lieben Dank, das freut mich. Ganz ehrlich gesagt kann man mit dem Motor nicht viel machen. Der Motor hat leider nicht so viel Potenzial. V6 Sauger, auch so an sich in keinem anderen Mercedes-Modell verbaut, dass man sagen könnte, oh, das ist vielleicht eine gedrosselte Version oder sonstiges. Kann man nicht viel machen. Ja, man kann mit einer Kennfeldoptimierung, also mit einer Software, kann man da vielleicht 20, 25 PS maximal, das gleiche an Newtonmeter Drehmoment rausholen. Mehr geht da nicht. Ne? Aber da muss man überlegen, bei solchen Autos sage ich immer, warum möchte man das machen? Vielleicht kann man da eher vielleicht in die Optik investieren. Ne? Wobei man sagen muss, dass diese 20, 25 PS und Newtonmeter mehr Leistung
im Peak-Bereich jetzt erstmal auch so nicht die Rolle spielen. Das Auto fährt sich dann trotzdem natürlich viel besser. Bessere Gasannahme, beschleunigt sauberer hoch. Also es läuft schon besser, aber mehr geht bei dem Motor leider nicht. EMI 2405. Hi Franz, was hältst du von dem neuen Touran Airline 2016er Baujahr und in weiß 2 Liter TDI, 150 PS, 340 Newtonmeter? Was kann man bei dem noch so leistungsmäßig machen? Bitte Frage vorlesen, würde mich sehr freuen, mach weiter so. Ich finde das Auto sieht echt gut aus. Also von Optik her geil, vom Motor her 2 Liter TDI, natürlich auch ein an sich bekannter Motor, kann man viel machen. Ne? Also mit Software hast du schon locker 30, 40 PS mehr und gute 50, 60 Newtonmeter, das geht auf jeden Fall. Samuel 2395, was ist besser? Verdichtung reduzieren und mehr Ladedruck oder Verdichtung gleich und weniger Ladedruck? Wo ist der Vorteil? Vielleicht auf einen zweiten TFSI beziehen. Ja gut, das macht ja so keinen Sinn in der Konstellation. Also ich würde, wenn Verdichtungsreduzierung, jetzt das ist jetzt nicht die Frage, ich würde sowieso, wenn über Pleuel und Kolben machen, nicht über die Kopfdichtung. Ich würde immer versuchen, immer ein bisschen weniger Ladedruck zu fahren. Das ist eh so meine Philosophie, immer ein bisschen weniger Ladedruck fahren und dafür trotzdem die Leistung fahren, wenn man 2, 3 andere Sachen noch so macht in der Motorsteuerung. Ja, man muss, also Ladedruck ist nicht immer der Weg zum Ziel. Teilweise laufen die Autos mit weniger Ladedruck auch besser. Vor allem die gesünde, anständige und die sind mit maximal Ladedruck nicht immer schneller. Ja? Kommt dazu. 021 AMT11, hallo Franz, hätte eine Frage zum Audi RS6 4 Liter V8 Biturbo, weil ich mir so einen vielleicht mal einmal kaufen möchte. Motorhaltbarkeit mit und Tuning, Unterschied 560 PS, 605 PS. Wurde beim Stage 2 Video nur die Downpipe für diesen Hammer-Sound gemacht. Cut, vielen Dank und weiter so. Lieben Gruß aus Österreich. Also 560 PS, 605 PS ist kein Unterschied außer Software. Ich würde einen 605 PS nicht nehmen, ich würde einen normalen kaufen, 560 PS. Und dann halt optimieren und genau die Stufe 2, die Downpipe war, da waren die Nachcuts entfernt. Ne? Die Vorcuts noch drin, Nachcuts raus. Kann der 7. Ist es jetzt, kann der 7 oder kann der 7? Okay, wie auch immer. Hey Franz, fahre derzeit ein E350 CGI Coupé als Sauger. Der Auspuff ist optimiert und auch schön laut. Nur wollte ich mal fragen, ob deine Schubabschaltung möglich wäre und wie viel Leistung könnte man da noch rausholen. Serie 290 und wie? Das gleiche wie gerade eben, 2025 PS, 2025 Newtonmeter Schubabschaltung. Habe ich bei dem Auto noch nicht gemacht. Grundsätzlich bei jedem Auto erstmal möglich, muss aber entwickelt werden. Sehe ich keinen großen Markt für, wird sich für mich nicht lohnen, da jetzt dran zu gehen, großartig, aber ja, würde schon gehen. Mr. Parabola 90, kannst du mal ein Update-Video zu deinen Driftautos machen? Was ist besonders mit deinem Profifahrzeug geplant und kommt dein Missile noch einmal zum Einsatz? Ja, mein Missile habe ich seit 1,5 Jahren nicht mehr bewegt, leider keine Zeit. Mein Profi-Auto habe ich seit über einem Jahr nicht mehr bewegt, auch keine Zeit. Können wir, wie gesagt, da wird noch einiges dran geändert und ja, Zeit ist mein Problem. Dadurch, dass ich jetzt noch viel mehr Sachen mache, die mich wirklich busy halten und beschäftigen, ist Zeit das Problem. Ich hoffe, ich komme wieder mal dazu, ein bisschen was Spaß zu haben, aber momentan schwierig. TSI All-Star, wie viel maximale Leistung und Drehmoment kann man aus einem 1,4 Liter TSI Kennbuchstabe CZEA mit 150 PS rausholen? Da hatten wir schon welche mit 200 PS. Also geht schon was. Die Motoren sollen aber nicht so gut sein, habe ich mir sagen lassen. Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme damit. Ja. Letzte Frage, Tobias HVL, was ist in einem Passat R36 an Software möglich? Ich hatte selber mal einen Passat R36. Klar, es ist ein Sauger, aber was könnte man mit einer Kennfeldoptimierung und DSG-Optimierung so an Leistung rauskitzeln und wo liegt man da preislich? Turbo-Umbauten und Kombi kommt nicht in Frage, Top-Videos weiter so. Lieber Tobias, also man kann mit Software und mit einem Satz Sportcuts kann man schon ein bisschen was rausholen an Leistung. Die Autos laufen auch gefühlt wirklich besser. Wie gesagt, ich hatte selber mal so ein Ding. Aber ich sag mal, mit Sportcuts und Software bist du vielleicht bei 30 PS oder sowas, was du da mehr hast. Das gleiche am Drehmoment, aber das Auto läuft schon viel besser. Dann natürlich das DSG optimiert. Finde ich schon empfehlenswert, habe ich auch schon öfters gemacht bei Kunden, sogar in Dubai auch. Und ja, das so viel dazu. Ne? So, wir sind durch. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt fleißig Hashtag #FragFranz in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder zu Frag Franz. Genau. So, das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.